Jetzt kommt immer so ein Teil, den ich überhaupt nicht leiden kann, wenn ich Motorräder neu mache, und zwar hier den ganzen Kram sauber machen. Ich werde jetzt hier jeweils immer einen Teil nehmen, sauber machen, ganz normal, Bremsenreiniger oder andere Reinigungsmittel. Sauber machen, inspizieren und dann lege ich sie hier fein säuberlich hin. Und wenn sie alle hier liegen und sauber sind, dann kann ich so langsam mal den Rest bestellen, den ich brauche. Hier so ein Wellendichtring und sowas tausche ich auf jeden Fall aus. Man hört ja schon, knüppelhart das Zeugs. Und dann baue ich den Motor wieder zusammen. Also mache ich jetzt mal alles sauber. Ist ja unspannend, also muss man nicht zeigen. Ihr wisst ja, wie man Teile putzt. Und dann seht ihr gleich hier die aufgelisteten, schönen, sauberen Teile. So, jetzt könnt ihr hier die Motorenteile sehen, die sind bis aufs Letzte zerlegt. Den Zylinder habt ihr gesehen, da habe ich gerade die Stehbolzen rausgemacht und auch die Büchse, die Seitendeckel, Zylinderkopf, alle Teile sind jetzt hier soweit vorbereitet, dass ich sie nach München schicken kann, Nassstrahl München. Dort werden alle Teile gesäubert und auch im Superfinish gemacht. Mein schöner Hausschuh hier. Im Superfinish ausgeführt, dass die Teile richtig perfekt glänzen am Ende. Hier sieht man noch eine kleine Schweißnaht, da war ein Loch im Deckel drin. Und die werde ich jetzt nach München schicken. Der Axel war jetzt auch so freundlich und hat mal ein paar Aufnahmen geschickt, wie das Ganze abläuft. Wird erst grob vorgereinigt in der Waschmaschine und geht dann anschließend in die Kabine und da wird alles manuell per Hand durchgestrahlt. Die Motorenteile sind zurück, ich bin super gespannt. Die sind ja alle vom Nassstrahl München, vom Axel, sind die alle gemacht worden. Da geht schon mal ein Dank raus an ihn und ich bin echt gespannt, wie die Dinge aussehen. Aber ich brauche nicht viel mehr reden, ich mache es jetzt einfach auf und dann seht ihr, wie die Teile aussehen. Hier sind die Motorheften drin. Ist das geil. Ach, wie der glänzt. Richtig, richtig cooles Teil. So sauber muss der Motor sein, nicht anders. Kein Krümel mehr drin, gar nichts, alles blitzeblank, sauber. Komm, ich mache nochmal die anderen Teile jetzt auf. Richtig schön matt, glänzend. Hier in diese Ecken, da kommt man nie rein. Und das ist alles durchpoliert quasi, das ist so geil. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Also vielen Dank nochmal dafür, Nassstrahl München. Immer die Teile dahin schicken. Also der Zylinder wurde nicht hier so auf Hochglanz poliert. Das reicht nämlich, weil ich den lackieren werde. Aber der sieht auch super sauber geil aus. Und dann geht es schon ans Lackieren. Hier seht ihr meine Farbe. Aral 9005 tiefschwarz. Seidenmatt von Mipa. Und damit lackiere ich jetzt den Zylinder. Und danach, wenn er fertig lackiert ist, bearbeite ich ihn noch ein bisschen. Als nächsten Schritt werden jetzt hier diese Kühlrippen alle poliert, auch am Zylinder.
So, das ist das Endergebnis jetzt. Ihr habt gesehen, es steckt viel Arbeit drin, viel Handarbeit. Aber wenn es ordentlich sein soll, dann muss man sich einfach die Zeit nehmen. Und das Ergebnis seht ihr ja, das ist echt gut geworden. Hier könnt ihr jetzt nochmal die Maschinen sehen, die ich benutzt habe. Ich habe diesen Rohrschleifer benutzt, dann ganz normal Schmirgelpapier und einen kleinen Dremel. Als nächsten Schritt habe ich dann wie auch bei der XT500 die Zuganker nachgerüstet im Zylinder. Und hier zeige ich euch, wie ich die Stehbolzen an der Drehmaschine aufgebohrt habe und ein Gewinde reingeschnitten habe. Er hat hier kurz geeiert, deswegen habe ich ihn dann nochmal neu ausgerechnet. Und jetzt bohre ich erst mit dem Zentrierbohrer den Stehbolzen an und bohre anschließend das Kernloch vor und schneide danach das Gewinde rein. Falls euch interessiert, warum ich die Stehbolzen verstärke, könnt ihr euch auch gerne das detaillierte XT500 Video ansehen. Das blende ich jetzt hier einfach mal ein. Ja, und so sehen dann alle 5 Stehbolzen aus, wenn sie fertig gebohrt sind, Gewinde drin sind. Ihr seht, hier schraube ich schon die Edelstahlschraube ein. Der Zylinder ist ja durchbohrt und die Schraube verbindet dann quasi die untere Fläche vom Zylinder mit den Stehbolzen, damit die Kraft nicht durch den Alublock geht, sondern durch die Schraube. Hier mache ich jetzt noch schnell die Büchse rein und dann ist der Zylinder auch fertig. Hier seht ihr jetzt nochmal den schönen, fertigen, 5-fach verstärkten Zylinder. Aus optischen Gründen habe ich mich dann noch beim Zylinderkopf entschieden, hier diese Beschleunigungslöcher reinzubohren. Ich habe die erst grob mit dem Edding vorgezeichnet, damit es ungefähr so ein bisschen symmetrisch aussieht. Und dann habe ich einfach mit einem langen Bohrer überall die Löcher reingebohrt. Ich denke mal, bringen wird das nichts, aber es sieht einfach cool aus. Hier seht ihr jetzt noch die letzten Schritte, die ich mache. Der Zylinderkopf, die ganzen gebohrten Löcher werden jetzt nochmal entgratet. Und somit sind jetzt alle Teile fertig für den Zusammenbau des Motors. Das erfolgt dann im nächsten Video. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal, liked das Video und dann sehen wir uns im nächsten Video.